Shalom, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich und möchte euch gerne einladen zu einer besonderen Shiur, einer besonderen Torah-Lehre, die unser guter Freund und Rabbi Itzhak Shapira letzte Woche live gegeben hat und ich die Ehre hatte, simultan zu übersetzen. Sehr herausfordernd, denn das Thema war auch sehr herausfordernd. Der Fall Edom und die drei Katastrophen aus seinem neuen Buch, der Fall Edoms, das es leider momentan nur in Englisch gibt, aber man ist daran, es ins Deutsche zu übersetzen. Aber wer im Englischen gut Bücher lesen kann, den würde ich es empfehlen, entweder Kindle-Version oder sich das Buch zu bestellen. Ein enormer Schatz, was die letzten Tage betrifft, in denen wir leben. Augenöffnend, herausfordernd. Und deswegen möchte ich auch hier auf meinem Kanal euch diese Shiur zur Verfügung stellen, dass wir gemeinsam dort hineinwachsen in die Realitäten unserer Tage. Und wie gesagt, deswegen hier dieses kleine Vorwort, bevor es gleich losgeht mit der Shiur. Seid gesegnet, inspiriert und wie gesagt, Kindle-Version oder auch auf der Ahavat Ami Internetseite kann man das Buch bestellen. Ich empfehle es wirklich jedem, ein kostbarer Leitfaden für die Tage, in denen wir leben. Und so sage ich viel Inspiration und Gottesgeist jetzt hier bei der Shiur mit Rabbi Itzhak Shapira. The title of the Shiur today, as you see on your screen, is from the new book. We're going to kind of start decoding things together. Und wir werden das runterbrechen, was ihr seht auf dem Screen. Das ist von dem neuen Buch und wir werden da gemeinsam durchgehen. The Fall of Edom and the three calamities. Der Fall von Edom und die drei Bedrängnisse. These three calamities is going to be our topic for the three next Shiurim. Und für die nächsten 3 Shiurim werden diese 3 Bedrängnisse uns begleiten. And the first calamity that I'm going to address in is Gog and Magog. Die Gog and erste Magog. Bedrängnis, die wir hier hören werden und von der wir heute lernen, ist Gog und Magog. Today we are going to talk about this very first calamity and understand it. Und heute werden wir darüber reden, um dieses zu verstehen. Now, those who have the book in your hand, I want you to pay attention to the chapter 7, starting page 47. Und ich möchte in Seite 47, für die das Buch haben, This is anfangen. going, chapter 7, page 47. Kapitel 7, Seite 47. One of the signs of the coming of the Messiah Eines der Zeichen des Kommen des Meschiachs is this principle that call in Hebrew poranut. ist das Prinzip, das in Hebräisch genannt wird Puranut. Now, poranut does not really have a definition, a word for it in English. Und in Englisch gibt es dafür nicht ein direktes Wort, eine direkte Übersetzung. But if I can define poranut, Aber wenn ich Puranut definieren sollte, it's like the world is losing control. ist es, dass die Welt verliert die Kontrolle. It's like when you're in Germany and you get on the Autobahn and all of a sudden there is no speed limit and you're flying off a cliff. Und wenn du, wie als würdest du auf der Autobahn fahren und den Cliff runterfahren, du hast keine Kontrolle mehr. And you sense it right now in the world, that somehow the world is losing control. Und genau das nehmen wir wahr, wie die Welt momentan wirklich die Kontrolle verliert. That we are about to jump on a cliff, that there's a little match that's going to make it all blow up. Das ist wie wirklich so kurz vor dem Sprung vom Cliff. Das ist wie ein kleines Streichholz, das alles entzündet. And that's called poranut, Und das wird Puranut genannt, when there's chaos. wenn da Chaos ist. Now, as you see on your screen, we have to ask this question. Und ihr seht in eurem Bildschirm jetzt, wir müssen uns diese Frage stellen. The time of poranut is like a birth pang of a child, of a baby. Die Zeit von Puranut ist wie die Geburtswehen bei einer Geburt, bei einem And the question is,
what is the purpose behind the Poranut, behind the birth pangs? This is an important question to ask. Und die wichtige Frage ist, was steckt hinter diesen Geburtswehen und hinter diesem Poranut? I want to look with you today through what I wrote in the Fall of Edom, kind of starting to decode this. Und ich möchte hier mit euch anfangen und das hervorbringen, was ich geschrieben habe in diesem Buch. So the very first thing you have to understand about even what's happening right now in the world, God supervises everything. Und ihr müsst verstehen, Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist der Überblicker, er überblickt alles. So we have Poranut in Russia and Ukraine. Wir haben Poranut in Russland, Ukraine. We have Poranut right now in Yemen and the Red Sea. Wir haben Poranut in Jemen und im Roten Meer. We have Poranut in northern Israel, in southern Israel. Wir haben Poranut im Nordisrael, in Südisrael. God is still in charge, yes? Gott ist immer noch in Kontrolle, ja? Why does he allow Poranut? Warum erlaubt er Poranut? You should understand that all of the Poranut, all of the calamities serve a very important purpose. Ihr müsst verstehen, dass Poranut dient einem Zweck. Alle von diesen Poranut dienen einem Zweck. And as much as it's difficult for us to understand, Und so schwer wie es auch für uns zu verstehen ist, all of this happened for Alles the das- benefit geschieht für das, of the Jewish people in the end. am Ende ist alles für das jüdische Volk. Zum It's Gewinn. hard to understand it, but somehow what's happening October the 7th going to serve for the benefit of the Jewish people in the end. I know it's Yes, difficult to see this right now. Das zu verstehen ist schwierig. Wir wissen das und ich weiß das, aber alles, was geschehen ist, auch am 7. Oktober, dient letztendlich dem jüdischen Volk. Because you see, God understands the end, he can see what's going to come out of this. Weil Gott versteht das Ende. Er weiß, was da herauskommt. And let me tell you what's going to come out of it. Something very good going to Lasst come out mich of euch sagen. all of this. Was am Ende dabei herauskommt. Etwas sehr Gutes kommt dabei heraus. In rabbinic literature, In rabbinischer Schriften, they call it davar gadol, something great. Davar Gadol, etwas Großes kommt dabei heraus. And what is the davar gadol? The Mashiach. The Mashiach is birthed out of Poranut. Also, was kommt da groß raus? Der Meschiach. Der Meschiach ist das, was herauskommt. Es ist die Geburt durch Poranut. Listen to what I wrote in page 47, quoting the Talmud, Yavmot 63. Und schaut, was ich auf der Seite 47 aus dem Talmud zitiert habe. Let's read together. Lasst uns lesen. Rabbi Elazar bar Avina says, Rabbi Elazar bar Avina sagt, the Poranut, the calamity of the last days, die Poranut der letzten Tage, die Bedrängnisse der letzten Zeit, pay attention, seid wachsam, befall the world only for the sake of the Jewish people. überkommt die Welt aus dem alleinigen Grund wegen dem jüdischen Volk. As quoted Zephaniah 3:6. Er zitiert Zephania 3,6. I have made their street waste. Ich habe ihre Wege wüst gemacht. And it also continue in Zephaniah chapter 3 verse 7. Und in Vers 7, Surely you who fear me will receive correction. und ihr werdet mich sicher fürchten und du wirst Korrektur annehmen. This indicates something important. Listen to this. Das bringt uns hier auf etwas ganz Wichtiges. Hört dort genau zu. That the other nation were punished so that the Jewish people would mend their ways. In other words, that they will make a teshuvah. Dass andere Nationen wurden
gerichtet, sodass das jüdische Volk ihren Weg findet, sodass sie Teshuvah tun. This is amazing concept. Das ist ein großartiges Konzept. And I want us to think about what Hashem is doing there. He is doing everything. He's shaking and moving the nations so that Israel will come back to him. Überlegt mal, was das bedeutet. Er erschüttert die Welt, die Nationen, auf dass Israel zu ihm zurückkommt. You see, God manipulate the nations like pawns so that Israel will say Baruch haba b'shem Adonai. Also er ist mit den Nationen, er tut dort etwas, auf das Israel am Ende sagt, Baruch haba b'shem Adonai. Next slide I wrote in the Fall of Edom. Und nächster Blick, ich habe geschrieben, It may be hard to believe it, es ist vielleicht schwer zu glauben, but the current calamity that we are witnessing in the world today aber die heutigen Bedrängnisse, von denen wir Zeugen sind in der Welt, especially in the Middle East, besonders im Mittleren Osten, are happening for the sake of Israel's salvation and return to God. geschehen wegen dass Israel gerettet wird und dass sie zurück zu Gott kommen. From the unrest in Russia and Ukraine to the events of October the 7th. Von den Unruhen in Russland und Ukraine bis zu den Ereignissen am 7. Oktober, All of those events serve one purpose according to understanding of Israel. diese Ereignisse dienen einem Grund bezüglich das, was die Rabbiner To uns verständlich machen. bring the Jewish people back to God and ultimately usher the return of King Messiah with the word Baruch haba b'shem Adonai. Um das jüdische Volk zurück zu Gott zu bringen und die Wiederkunft des Königs Messias hervorzubringen mit den Worten, gesegnet ist der kommt im Namen des Herrn. People ask a question, how much further we have to go? It's completely irrelevant question. Die Menschen fragen, wie weit muss das hier alles gehen? Aber die Frage ist völlig irrelevant. How long Jacob is going to be in distress? Wie lange muss Jethro im Stress sein? It depends when Israel say Baruch haba b'shem Adonai. Es hängt davon ab, wann Israel sagt, Baruch haba b'shem Adonai. God have a plan and his agenda is to see the Jewish people come back to him and he will use the nations for those purposes. Und er benutzt die Nationen dafür, weil Gott sehen will, dass sein Volk wieder zu ihm zurückkommt. Now, the important rabbi named the Maharal of Prague, Maharal of Prag, ein sehr bekannter und wichtiger Rabbiner, very important rabbi. ein sehr wichtiger Rabbiner. He write a lot about the end times, Er hat viel über die letzte Zeit, über die Endzeit geschrieben. explained that in these levels of shaking, kind of steering the pot so Israel return to God, Er hat verfasst, dass in der Zeit, wo diese Bedrängnisse steigern und sozusagen der Topf heißer wird, he explained that there's going to be 3 levels of poranu, 3 levels of calamity. er sagt, da gibt es 3 verschiedene Arten von Poranut, von Bedrängnissen. Let's paraphrase what he's saying in the work that is called Netzach Israel. Lasst uns hervorbringen, was er sagt, was er genannt hat, Netzach Israel. Let's go from Hebrew to English to German. Here we go. Wir gehen von Hebräisch, Englisch zu Deutsch. He says, there's going to be Gimel Poranuyot Elu. There are going to be 3 levels of calamities. Da gibt es also dann 3 Phasen oder 3 Schritte für die Bedrängnisse. We are just beginning, beloved. It's just the beginning. Ihr Lieben, es ist erst der Anfang. Wir sind gerade am Anfang. We need to understand, so we need to know how to overcome those things. Remember, Yeshua said we are to overcome and hold on to the end. Erinnert euch, wir müssen das verstehen, was geschieht. Wie Yeshua gesagt hat, wir müssen Überwinder werden von diesen Sachen. Überwinden. The Maharal of Prague identified the first level of calamity. Er hat eben diese 3 Levels von Bedrängnissen so Is beschrieben. the war that is known as Gog and Magog. Das ist der Krieg, wie er gesagt hat, von Gog und Magog. The second one Das zweite, is called in Hebrew Dinei Gehenom. The Ginei, decrees of hell.
Gehinei Kohanom, die degrees of hell, der Hölle. In essence, it says that hell will become on earth. Hell will come to earth. Also es heißt eigentlich, dass es die Hölle auf Erden wird. And if I can say something to everybody, Und wenn ich look at etwas me. hier zu jedem sagen kann, I had dedicated a chapter to see how the gates of earth will open and how hell is going to come down to earth with 400 demons. und ich habe das hier auch in dem Buch beschrieben, wie es geöffnet wird, dieses Portal, und wirklich die Dämonen hier auf Erden kommen. You have to understand what's going to happen. Somehow a portal will open and all the demons are going to come here. It is starting. Ihr müsst verstehen, dass da ein Portal geöffnet wird, dass Dämonen auf die Erde kommen können. Now, everybody think that Gog and Magog is just the end of it. No. Und viele denken, dass Gog und Magog das Ende von allem ist. Nein. In parallel to Gog and Magog, Parallel zu Gog und Magog, the dinim, the judgments of Gehennom is going to come. Look at this. die Urteile aus der Hölle werden hierher kommen. Schaut I euch know das an. for a lot of you, it's surprising to see rabbis speak like this. Und But ich weiß, rabbis are very sensitive to the spiritual realm. für viele ist es vielleicht befremdlich oder neu, aber Rabbiner sind sehr, sehr sensibel für die geistlichen Zusammenhänge. Woe to those who are not set apart to God. They are going to be consumed by the demons. Also wow, über die wirklich nicht mit Gott eins sind, die werden verschlungen von den Dämonen. And let's go back to Maharal. And the third thing the Maharal is saying Und das Dritte, was Maharal sagt, is Chevlei HaMashiach, the birth pangs of Mashiach. Chevelei, Mashiach, die Geburtswehen des Mashiachs. Now, we are going to focus today, Wir konzentrieren uns heute, and if you want the reference, it's Netzach Israel 36:9. und das ist, wenn du die Referenz willst, Netzach Israel 36, 9. We are going to focus on just the first level because I don't think we are ready to talk about the judgment from the demons yet. Also wir fokussieren uns auf den ersten Teil. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit für diese dämonischen Urteile, die wir dann im zweiten hören. Chavlei HaMashiach. So, Und dann die Geburtsstunden des so we're Messias. going to split the Shiur today to 3 parts. Also wir teilen auf diese Shiur heute in 3 Teile. So go again, look at Netzach Israel, what he says. Schaut nochmal, was er sagt. He says that the deed of Gog and Magog Er sagt, dass dieser Schritt von Gog und Magog or this event of Gog and Magog oder dieses Event und dieses Geschehen von Gog und Magog is described in fullest ist beschrieben in Fülle in Psalm chapter 2. in Psalm Kapitel 2. And he told us specifically, friends, brothers and sisters, he told us, pay attention to Psalm chapter 2, verse 1, okay? Und er sagt uns ganz bezüglich, gebt Acht auf Psalm 2, Vers 1. So in order to understand Gog and Magog, we have to understand Psalm chapter 2, verse 1. Also, um Gog und Magog zu verstehen, müssen wir den Psalm 2, Vers 1 verstehen. And specifically, he says the understanding of Gog and Magog related to the very first verse, okay? Und er sagt, um Gog und Magog zu verstehen, dann müssen wir auf den ersten Vers in diesem Psalm uns fokussieren. Our very first step is to know how to overcome Gog and Magog. Also unser erster Schritt wird sein, wir müssen wissen, wie wir Gog und Magog überwinden können. Now let me give you a big bomb. Lasst mich hier wirklich eine große Bombe You malen. need to read this book Ihr müsst dieses Buch lesen. because you might say, well, Gog and Magog have not happened yet. Nur, ihr sagt vielleicht, ja, Gog und Magog ist ja noch gar nicht passiert, und That is a mistake. das ist ein Fehler. The rabbi said Gog and Magog is a war of 80 years. Die Rabbiner sagen, Gog und Magog ist ein Krieg von 80 Jahren. And almost 2,000 years ago, they say Gog and Magog is a war that have 3 parts. Und sie sagten vor fast 2000 Jahren, dass Gog und Magog in 3 Teilen existieren wird. It's incredible. Das ist erstaunlich.
Because we had part one, World War I, part Weil wir hatten two Teil- with the Nazis in World War II. It was already part of Gog and Magog. Wir hatten Part 1, Weltkrieg 1, Part 2, Weltkrieg 2 mit den Nazis. Gog und Magog ist schon da. But we have part three of Gog and Magog, which is going to be the worst part of all. Aber wir haben den dritten Teil, der schlimmste sein wird von allen, noch vor uns. And you should understand right now, we are entering the climatic part of Gog and Magog, but since 1914, we have already been part of Gog and Magog. Aber wir müssen verstehen, seit 1914 sind wir schon in diesem Gog- und Magog-Prozess und wir kommen jetzt und gehen dort hinein in die Klimatik, in den Höhepunkt von Gog und Magog. And if Messiah said you're to hold on to the end, it means that we need to know how to overcome the third war that is coming before us. Und wenn Messias sagt, haltet an bis zum Ende, haltet aus bis zum Ende, müssen wir verstehen, er spricht hier von dem dritten Teil, der vor uns noch liegt. Now, before I am going forward, Bevor ich jetzt weitergehe, allow me to warn you. gestattet mir es, euch zu warnen. The things that the Maharal of Prague is saying to the nations, are difficult. Das, was der Maharal von Prag uns den Nationen sagt, ist schwierig. And I want each and every one of you to go to the Lord, Und ich möchte jeden von euch, dass er persönlich zum Herrn geht. because I believe that what he said here is a warning to the nation. The same warning that I give you in the Fall of Edom, he is giving you today. And here's the bottom line. Und ich glaube, die Warnung, die er uns gibt und die ich auch hier in diesem Buch gebe, die Grundlage ist die, Let me say it in a simple language. lasst es mich in einfacher Sprache sagen. Things are going to get so bad Die Dinge werden so schwer und so that schlecht werden, just by identifying yourself with Jacob, dass wenn du dich mit Jakob identifizierst, you will have the potential to be exterminated. du hast sogar das Potenzial, vernichtet zu werden. Are you willing to take the risk of being exterminated? Is an important question that we have to ask ourselves today. Wir müssen uns heute fragen, sind wir bereit, den Preis zu bezahlen und vernichtet zu werden? So make a note on the Maharal. Chapter 3 of Gog and Magog is Psalm chapter 2, okay? That's the final chapter. Macht euch die Notiz so. Der letzte Part von Gog und Magog, Teil 3, finden wir im Psalm 2. Okay, so let's see what it says, okay? Okay, dann lasst uns sehen, was es sagt. Let's go and read verse 1. Lasst uns Vers 1 lesen. Psalm 2 verse 1 start with the word Lama ragshu goim uleumim yehegu rik. Why the nation is simple and people plot vain things? Und das ist das, wie Psalm 1 beginnt. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? The word that you must pay attention to here in the text Das Wort, auf das ihr hier im Text achten müsst, is this word that you see on your screen in yellow. ist das Wort, das ihr hier auf eurem Bildschirm in Gelb seht. Is the word ragshu. Ist das Wort Rakshu. In your English Bible, or if you use the German Bible and you're in the Schlechter, you have the wrong definition to this word. Also wenn ihr natürlich jetzt englische Übersetzungen habt oder deutsche Übersetzungen habt, habt ihr leider das falsche This Wort oder word- eine falsche Übersetzung. It probably says something like, why the nation assemble? Ja. Es sagt sowas, warum kommen die Nationen zusammen oder beschließen sich zusammen? But this word ragshu Aber das Wort Rakshu is a very difficult word. It's a word that always used in the Bible. Es wird in der Bibel verwendet, dieses Wort ist aber ein sehr schwieriges Wort, aber es With wird verwendet. connection to evil. Es wird in Verbindung zum Bösen verwendet. And if you remember the new Hamas, I spoke about those who have the Sarim in the heaven and on earth, they're the nation and the forces of evil connected with the force of evil on earth. This is the Ragshu. That's the meaning of the word Ragshu. Und das ist die Bedeutung von Rakshu, wenn ihr euch erinnert, in der neuen Hamas.
Wir haben über die Sarim, diese Herrscher, diese Mächte der Himmelswelt geredet, die mit den Königen auf Erden verbunden sind. Das ist Rakshu. Look at what Metzudat David said on the word Rakshu. Schaut, was Metzudat David über das Wort Rakshu sagt. And I quote, the word Rakshu is inyan kibbutz, meaning it's a matter of ingathering, Also dieses Wort Rakshu dreht sich um eine Verbindung und ein Zusammenschließen of Amon Rav, of a great multitude. von einer großen Menge. And therefore, Und deswegen merageshet poalei avon, which mean on. This means that's taking the worker of evil deswegen nehmen sie die Arbeit des Bösen and it's causing them to be emotional. und es bringt sie dazu, emotional zu werden. You see the word Rakshu? Also Rakshu, dieses Wort, It's come from the word regesh, es kommt von dem Wort Regesh, emotional. emotional. That's literally what the word means, becoming emotional. Heißt eigentlich genau das ist es, was es wirklich mal emotional werden. What are they emotional about? Warum sind sie emotional? Weswegen? They are emotional about the ingathering of evil. Oh my goodness. Sie sind emotional wegen der Versammlung vom Bösen. Which is important. You see, there is not just the ingathering of the righteous. We are Also talking about the ingathering of the wicked. Schaut mal, da gibt es nicht nur eine Versammlung von den Gerechten, sondern wir reden hier von einer Versammlung der Bösen. Matter of fact, this word Rakshu Also dieses Wort Rakshu, is used, like I told you, always in context of evil. also es wird immer im Kontext zum Bösen in der Bibel verwendet. For example, look with me at Psalm 64:3. Psalm 64,3. And it says, hide me from the band of the evil man. Bewahre oder beschütze mich von dem Bande der Bösen, From the crowd of evildoers. von dem Aufruhr oder von den Verschwörungen des Bösen. Do you see this word crowd? Seht ihr dieses Wort hier, Versammlung? It's the word merageshet. It's the same word that is used in Psalm 2:1. Es ist wieder das Wort, das verwendet wird im Psalm 2,1. Es ist diese Versammlung. This is very important. Das ist ganz wichtig. The merageshet, the rigush, is always a rigush of the evil. It's the crowding for the sake of evil. Es ist diese Versammlung um des Bösen willen. Es ist eine Versammlung der Bösen. Im Deutschen ist das Wort hier auch Verschwörung. Eine Verschwörung, die sich zusammenfinden für das Böse. Do you notice today in the world, the evildoers, they have a lot of emotions. They're very passionate Ja, about what they believe. Heute sehen wir das, ja, die Bösen, die sich versammeln, sie sind sehr leidenschaftlich in dem, was sie tun. From the river to the sea, Palestine will be sea. Do you see their emotions? Seht ihr diese Emotionen bei all den Pro-Palästinern vom River to the Sea? Palästina mit Frieden, das ist die Bewegung der Bösen. They are being fueled by a Satan. The ingathering of evil is like a fire. Die sind zusammengeführt wirklich persönlich von Satan und es ist wie ein Feuer, was da in ihnen brennt. They have zeal for that. Die haben Leidenschaft für das Böse. How much more zeal should we have, the follower of Messiah, for life and for the truth and for Jacob? Wie viel mehr Leidenschaft sollten wir haben und Feuer für Jakob, für das Gute? Now we have to understand this. Wir müssen das verstehen. If you read it in the context of the verses here, Wenn du das also im Kontext der Verse hier liest, the nations are in uproar. also die Nationen sind in Aufruhr. And then they are going to come out. Und dann kommen sie raus. Now I want you to notice the commentary Und ich möchte, dass ihr den Kommentar hier as beherzigt, related to Psalm 2 here. wenn wir es hier über den Psalm 2 lesen. Because I'm going to tell you something, beloved.
Ich will euch was sagen, ihr Lieben. Time to choose has come. Die Zeit zu wählen ist gekommen. Sheep or goat, Schaf oder Bock. Jacob or Esau. Jakob oder Esau. I want to show you what the book of Revelation said in the Talmud itself, Ich will, so ich will that euch today zeigen, you choose. ich will euch zeigen, was das Buch der Offenbarung durch den Talmud sagt, dass ihr heute wählen könnt. Look at what it says in Avodah Zarah about those days of Psalm 2. Schaut, was sagt in Avodah Zarah über die heutige Zeit. We read together. Wir lesen zusammen. In the future, the nations of the world will come In der Zukunft, die Nationen der Welt werden kommen and they will convert. und sie werden übertreten. The Sich bekehren. Gemara asked the question, Und die Gemara fragt, and do we accept them as convert during the Und? days of Mashiach? und werden wir sie akzeptieren in dieser Zeit als die Bekehrten, die Umgekehrten? But according to the Baraita, he said, Aber hier, was die Baraita sagt, God forbid, no, we're not going to accept them in this time. nein, wir werden sie nicht akzeptieren in diesen Tagen. That's talking about the day Mashiach is coming, literally in the day is coming. We don't accept converts in this day. Also wir akzeptieren in diesen Tagen keine Konvertiten, keine Listen Umgekehrten. to me for a second before we continue. Listen to me. Hört mir genau zu. When Mashiach is here, if we say convert, we want to be part of Yaakov, it's too late. It's Wenn too wir- late. Wow, wenn Messias da ist und wir sagen, hey, wir wollen Teil von Jakob werden, ist es zu spät. Oh, woe to those who would want to join and grab the tzitzit of the Jew in this day. Too late. Wehe denen, die in den Tagen wirklich die Zizits eines Juden fassen wollen, es ist zu spät. You see, we have to choose now. Seht ihr, wir müssen jetzt wählen. Look at what Avodah Zarah says here. Schaut, was Avodah Zarah sagt. The court says we do not accept converts in the days Mashiach coming. Wir akzeptieren nicht in diesen Tagen des Messias. Yeah, we don't accept them when Mashiach coming. The day Die Mashiach kommen. coming, it's too late. Wenn Messias kommt, ist es zu spät, dann akzeptieren wir nicht mehr die, die umkehren wollen. Similarly, we did not accept convert in the days of David the Melech or in the case of Shlomo. Ähnlich wie in den Tagen, als wir auch nicht die sich einfügen wollten, umkehren wollten, in den Tagen von David oder in den Tagen von Salomo. Well, let's stop for a second and let's talk about this. Weil lasst uns mal kurz hier stoppen und darüber reden. Why we do not accept converts during this time? Warum akzeptieren wir hier keine, die jetzt umkehren wollen in diesen Tagen? Read the end of the story, beloved. Lest das Ende der Geschichte, ihr Lieben. Jacob is going to win. Jakob wird gewinnen. Jacob is going to overcome. Jakob wird überwinden. And many will want to join in that day, but that day will be too late. Aber viele wollen dann in diesen Tagen eben dazukommen, aber dann ist es zu spät. Look at the answer that Avodah Zarah is giving us, and we continue. Schaut, was die Antwort sagt in Avodah Zarah. Und dann machen wir weiter. We will not accept them Wir werden sie nicht akzeptieren, due to the concern that these people wanted to convert for ulterior motivation. aus der Sorge, dass diese Leute aus einem Hintergedanken konvertieren oder zu uns kommen wollten, Because the Jewish people were mighty and respected. weil das jüdische Volk mächtig und respektiert war. Listen to Rabbi Yossi. Schaut, was Rabbi Yosef sagt. Rabbi Yossi mean that they became convert who attached themselves to the Jewish people. Sie kamen zu den Jüdischen, sie haben sich dort umgekehrt, um zusammenzukommen mit den Look at jüdischen, me. mit dem jüdischen Volk. Look at me. Schaut What does it mich say? an. They done phylacteries. Sie haben They das, put phylacteries, tefillin,
Sie haben die put the Tefillin filling. angelegt. They put the filling. Die haben die Tefillin dort angelegt. They were converts Die waren konvertiert. before the time of Mashiach. Vor den Tagen des They Meschias. say Shema Israel. Sie haben gebetet, Schma Israel. They become like super Jews. Sie wurden wie Superjuden. Look what happened to them. What a story it is. What a warning it is to us today. Hashem bless it. Schau, was es heute für eine Warnung uns gibt. Look at this story. The Talmud always speak in extremes to bring a point. Schaut, wie der Talmud im Extremen spricht, um auf einen Punkt hinzuweisen. Let's continue to read. Lass uns weiterlesen. They put the filling on their Sie haben- head. Sie haben sich die Gebetsriemen an den Kopf aufgesetzt They put phylacteries on their arms. und den Gebetsriemen an den Armen. They put the fringes, meaning they had the talis. They put the Yeah. talis. Sie haben Talits getragen. They put the mezuzah on the door. Sie haben die Messusa an ihren Türen gehabt. Brothers and sisters, it is as Es ist, als wären sie they took upon themselves a full Jewish identity. Sie haben eine völlige jüdische Identität auf sich genommen. You see, the Talmud gives us two states of Gentiles. Schaut her, der Talmud gibt uns zwei Gruppen von Nichtjuden, von Heiden. Those who knock on the door and say, hello, yeah, I see Mashiach is with you. I want to come and be part of Judaism. And say, no, get out of here. Die klopfen und sagen, hey, der Messias ist mit euch, wir wollen gerne bei euch mitmachen. Nein, raus hier. That's out of the question. Das ist raus das ist nicht die Frage. But then the Talmud goes a step further. Aber dann geht der Talmud noch einen Schritt tiefer. He speaks about Gentiles who already took upon themselves Jewish identity. Dann redet es hier über die Nationen, die aus den Nationen, die jetzt schon angefangen haben, die jüdische Identität auf sich zu nehmen. Like the Dize household, like your house in the Galilee. Like der Dietzer-Haushalt hier im You Galiläa. have a mezuzah on your door. Wir haben eine Masusa an der Tür. Your children speak Hebrew. Die Kinder sprechen schon Hebräisch. You have a talit. Ja, du hast ein Talit. And in the second floor, you even have a Torah scroll. Und eben auch im zweiten Stock hast du sogar eine Torah-Rolle. Oh, wonderful. Sei gesund. I'm Jewish now. I'm saved. Sei gesund, du bist jüdisch jetzt bist du gerettet? Oh, no, friends. Nein, ihr Lieben. The Talmud come to tell you Gentiles who take a Jewish identity upon yourself. Der Talmud ist hier, um euch aus den Nationen, die ihr das angenommen habt, die Identität zu sagen, To be careful because your final test called the calamity of Gog and Magog is going to hit your home. schaut, er will euch warnen, weil der letzte Test wird Gog und Magog sein, der dein Zuhause attackieren wird. Let me tell you something. The final test coming upon the nations now. You are being tested. Lasst mich das so sagen, der letzte Test kommt jetzt über die Nationen, jetzt werdet ihr geprüft. I even believe right now, the video you saw this morning, you are being tested, whether or not you'll support it or not. Ich glaube sogar hier, heute Morgen, das Video, das ihr gesehen habt, daran werdet ihr geprüft. Do not say I'm Israel. Do not say I'm grafted in with Israel if you are not willing to face Gog and Magog. Sag nicht, du bist Teil von Israel, du bist eingepfropft in Israel, wenn du nicht bereit bist, Gog und Magog ins Angesicht zu blicken. The next verse here in the Talmud is the grand shock. Der nächste Vers im Talmud ist der große Schock. Look at it with me together. Schaut es mit mir zusammen an. When these so-called converts Wenn diese sogenannten bekehrten, konvertierten, see the war of Gog and Magog, den Krieg von Gog und Magog sehen, right? They already practice Judaism. versteht ihr, sie haben schon Judaismus praktiziert, sie waren da schon drin. Every believer on the face of the earth, look at me for a second. Schaut mich noch mal für einen Moment.
Every believer will have to face the po'anut, the calamity of Gog and Magog. Do not think you're not going to face. All of us who are not Jewish going to have to face it. Jeder Gläubige dieser Welt wird Gog und Magog ins Angesicht blicken müssen. Jeder wird diese Bedrängnis erleben müssen. Do you notice Satan knocking on our doors right now? Merkt ihr nicht? Satan klopft an unserer Tür. On every door in the world. An jeder Tür in der Welt. There are two knocks happening in the same time. Da sind zwei Arten von Klopfen. In one knocking, as it says in the book of Revelation 3, Mashiach is knocking. And on the other door, it is Satan who is knocking. Und es sagt uns, auf der einen Seite ist das Klopfen des Meschias und auf der anderen Seite ist es Satan. The problem is Problem ist, that the knock of Satan coming before the knock of Mashiach. We have to overcome the knock of Satan. Listen to me. ihr müsst zuhören. Das Erste, was kommen wird, ist das Anklopfen von Satan. Look what the Talmud says. Schaut, was der Talmud sagt. It says, every convert of this will have to face Gog and Magog. You are going to have to face it as well. Jeder Bekehrte dieser Art wird Gog und Magog ins Angesicht und Gog und Magog erleben. And you will have to confront the knocking on the door. Und du bist konfrontiert mit diesem Klopfen an deiner Tür. When here, those converts asked Gog and Magog the question, for what purpose did you come? Und die Frage ist, zu welchem Zweck bist du gekommen? Brothers and sisters, today you have to ask the purpose for this knocking. Ihr Lieben, wir müssen heute fragen, zu welchem and what- Zweck ist dieses Klopfen? Yeah, that's why I'm telling you, I want you to read this. Because my- Satan is knocking on the door of Israel right now, as Satan himself in all of his army. Und ihr müsst verstehen, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Satan klopft gerade an in Israel. And what does he say to Israel? Und was sagt er zu Israel? Oh, fair Israel, how much I love you. Und Israel, ich liebe dich so sehr. No. He Nein. say, Israel, I come to destroy you. Er sagt, Israel, ich bin gekommen, um dich zu zerstören. Look at the next passage in the Avodah Zarah, in Tractate Avodah Zarah. Let's read together. Schaut nochmal, lasst uns zusammen lesen im nächsten Vers. Avodah Zarah. When Gog and Magog, look at the response. Schaut die Antwort an. He come and say, we come, the demons, to fight Wir sind gekommen, um zu kämpfen. against the Lord, Schaut, was er sagt. Er kam zu kämpfen gegen den Herrn against the Mashiach. und gegen den Messias. As it's stated, Und es wird hier beschrieben. why are the nation up in roar? Warum sind die Nationen in Aufruhr? And why the people mother in vain? Und warum murren und murren die The kings Völker und so? of the earth stand up and the rulers take counsel together against God and against the Mashiach. Und die Nation, die Könige der Erde kommen zusammen und beraten sich gemeinsam gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Do you understand what's happening here? Versteht ihr, was hier passiert? Let me explain this to you. Lasst mich das euch nochmal erklären. Psalm 2, verse 1 and 2 Psalm 2, 1 und 2 is the nation who are knocking of the doors of other Gentiles who stand with Israel. sind, die Nationen klopfen an. Bei denen, die mit Israel They sind, are uproaring physically in the world against other nations. Those who stand with Israel, those Israel supporter, understand what's going to happen. Sheep and versteht, goats. was hier passiert. Sie sind so in Aufruhr gegen diese Pro-Israel-Unterstützer. That is incredible. The nation's going to come after the nation who stand with Israel. Ja, die Nationen kommen, die aus den Nationen kommen gegen die Nationen oder gegen die, die für Israel mit Israel stehen. Why? Because the nations are infected by Satan. Warum? Weil Teil dieser Nationen eben beeinflusst sind unter Satan.
But how will the remnant respond? Aber wie wird jetzt also dieser Überrest reagieren? After all, they are converts, right? Demnach sind ja die, die sich bekehrt, hinzugefügt haben. Like this family, there is the mezuzah, and there is this, and there Und ja, is die, that. die schon so leben wie diese Familie mit einer Susa, mit Talis und They might be German according to the flesh, but their heart is Israel. sie sind vielleicht Deutsche nach dem Fleisch, aber ihr Herz ist Israel. The response of the nation will be shocking. Die Antwort oder die Reaktion der Nation wird And when I schockieren. mean the nation, I'm not talking about that the wicked one were infected by Satan, but rather those who are the converts. The response of the converts will be shocking. Von den Bekehrten, denen ihre Reaktion wird schockierend sein. And I believe Und ich glaube, that this is your ultimate test of Das- Gog and Magog for you today, the nations. dass das euer ultimativer Test ist von Gog und Magog. Ihr. So again, the nations gather against Israel. We see in it, Also they are going to say to other Gentiles, according to the flesh, we are against your God, and we are against your Messiah, and we are against Israel. Also wir sehen, wie die Nationen toben, aufstehen und gegen die gehen, die aus der Nation sind, und wir sagen, wir sind gegen euren Gott, gegen euren Messias. But that's no problem because they are converts, right? The other group is converts. They can stand it. They will be able to withstand it. Aber jetzt sind ja die schon sich dazu bekehrt haben, die können es schon aushalten. They will Oder? be able to withstand anti-Semitism. Sie werden schon fähig sein, Antisemitismus They auszuhalten. will be able to withstand another Holocaust, right? Die wären doch fähig, jetzt einen weiteren Holocaust auszuhalten. Right, Alex? We say we'll never forget. Ja, richtig, Alex, wir sagen doch, nie wieder. The remnant will not forget. Der Überrest wird nicht vergessen. False. Falsch. The Talmud tells us Der Talmud sagt uns, that even the remnant will forget. dass auch der Überrest vergessen wird. Look at the response of the converts when the threat will become real to them. Schaut euch die Reaktion der Bekehrten an, wenn das Schwierige kommt. Remember, they have the mezuzah on the door, Wisst ihr noch, die haben die Messuse an der Tür, but they're going to be in time of tribulation. aber sie kommen jetzt in die Zeit der The Bedrängnis. tribulation will come to the Gentiles in the time of Gog and Magog again because they line with Jacob, know what's coming. Die Trübsal, die Bedrängnis wird kommen für die aus den Nationen, weil sie mit Israel zusammengehen. Wisst, was kommt. If you have not experienced persecution and anti-Semitism without being Jewish, it's mean that A, you either not vocal about your faith, or B, you are yet to experience it. Also wenn du noch nicht Antisemitismus erlebt hast in deinem Glauben jetzt, dann ist es entweder bist du nicht ganz bei der Sache oder du wirst es noch erleben. Look what the Talmud says. Schaut, was der Talmud sagt. When they heard this message, Dann, when, wenn sie when diese those Botschaft hören, converts heard this message, wenn diese Bekehrten jetzt diese Botschaft hören, look at the shocking thing. schaut, das ist schockierend. Every one of those converts Jeder einzelne dieser Bekehrten will take off the mezuzah from the door werden sie die Messusa losreißen von ihrer Tür and will turn the phylacteries. und werden ihre Tzitzits und werden das Yeah, wegnehmen. the talit. Wegen den Talit Any weg. Jewish stand, every Jewish side, Alles, was jüdisches Zeichen ist. and they will rip it to pieces. Und sie werden es in Stücke zerreißen. And here in Avodah Zarah, it says that they will said, Und es heißt hier in Avodah Zarah, Psalm 2:3. Psalm 2, Vers Do you 3. know who Psalm 2:3 is speaking about? He's speaking about those who were originally standing with the Jewish people and then walk away from the Jewish people.
Wisst ihr, was hier My Psalm goodness. 2, Vers 3 sagt? Wer das hier sagt, das sind die, die schon mit dem jüdischen Volk gestanden waren, aber jetzt ihre Bande zerreißen. And look what they're going to say. Und schaut, was sie hier sagen. Let us tear bands asunder and cast away the cord from us. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Stricke von uns werfen. Beloved, you need to understand that this is the conversation between two groups of Gentiles. Ihr Lieben, ihr müsst verstehen, das ist die Unterredung von zwei Gruppen aus den Nationen. One is just demonic. Eine ist nur dämonisch The other one und die anderen, originally stood with Israel. sie standen mit Israel. And then decide to walk away because it's going to be difficult. Und sich dann entschieden haben, sich wegzuwenden, weil es schwierig wurde. My question to you today, my challenge to you today, will you abandon Israel when it's become too difficult? Und meine Frage an euch heute ist, wirst du Israel verlassen, wenn es zu schwierig wird für dich? When Israel is on the back against the wall and nobody's there, will you stand and say, Shema Israel? Will you take the mezuzah from your house? Will you stop? These days are coming. Wenn Israel mit dem Rücken an der Wand steht, wirst du Shema Israel sagen oder wirst du die Mezuzah von der Wand reißen, wirst du deinen Talit wegschmeißen, wirst du aufgeben? You see, the war of Gog and Magog is the milchama, is the war of emunah. Ihr Lieben, Gog und Magog ist der Krieg des Glaubens, der Emunah. To see truly who is the sheep and truly who is the goat. Wirklich zu sehen, wer das Schaf und wer der Bock ist. I wrote in page 47. Und ich habe auf Seite 47 geschrieben. Next slide. When will Israel cry out these words? Baruch haba b'shem Adonai. Wann wird Israel eben diese Worte ausrufen? Baruch haba b'shem Adonai. Unfortunately, things will have to get seriously dire in situation before Israel indeed call upon Messiah for rescue. Unglücklicherweise muss die Lage erst richtig schlimm werden, bevor Israel tatsächlich den Messias anruft, um sie zu retten. In Hebrew, those po'anut will also have a positive effect. Und in Hebräisch ist diese Katastrophen oder diese Kolmanut einen positiven Effekt. It will lead to it-orerut, Es führt uns zu Hit-Orerut, a spiritual awakening eine geistliche Erweckung, to unify the all Jewish nation to come to King Mashiach. um die gesamte jüdische Nation zu vereinen, um den König Messias willkommen zu heißen. Look at conclusion, what is saying Midrash Lekach Tov. Lasst uns doch schauen, was hier am Ende zusammengefasst wird in Midrash Lekadov. Rabbi Barabuna says, Rabbi Barabuna sagt, if you see kingdom, nation provoke each other to war, expect to see defeat of the Messiah. wenn also die königreichen Nationen sich gegenseitig zum Krieg profitieren, erwarten wir und sehen wir die Füße oder das Kommen des Messias. I have a question for everybody who is not Jewish here. Ich habe an jeden von euch, der nicht jüdisch ist, hier eine Frage. You are all been converted by Messiah Yeshua. Ihr habt euch alle hinzugefügt, konvertiert durch Mashiach Yeshua. The book of Ephesians says you are no longer stranger, but you become a fellow citizen. You're becoming a ger. Epheser sagt, ihr wurdet ein Ger. Seid nicht mehr Fremdlinge, sondern ihr seid hinzugefügt worden. Ihr seid Teil Israels. What kind of convert you are? Not in words now, but in action. Was für Arten von hinzugefügten Konvertiten seid ihr? Nicht in Worten, sondern in Taten. Are you a convert who will run away when they start to put swastikas all over and start to target Jews all over the world? Or are you the one who will stand in the gap for their lives?
Welche Art von Hinübergetretenen seid ihr, die dazugekommen sind? Die, die weglaufen, wenn Waffen gegen Israel gerichtet wird? Oder die stehen bleiben, die dazugehören? The final stage of Gog and Magog will see many who claim that they are with Israel, who will fall. Die letzte Phase von Gog und Magog wird sein, dass viele sagen, wir stehen mit Israel, aber sie werden fallen. I see it right now. We see so much rejection from churches. I cannot believe it. Ich sehe es doch jetzt. Ich sehe jetzt schon so viel Ablehnung von Gemeinden und Kirchen. Ich kann es nicht glauben. I see so many people like to play with Jewish things, with a shofar, with a mezuzah, like to play like in Purim, but do nothing for the Ich sehe so- salvation and the protection of Israel. Es sind so viele, die spielen mit Shofar, die haben das Messusa und dann so, aber ich sehe keine, die wirklich Schutz bietet, gerade für Israel. Well, I see those who lay their life as Aber they ich sehe auch- pass the war of Gog and Magog, that we are in the midst right now. We are in the midst of Gog and Magog. Wir sind in der Mitte, wir sind mittendrin in Gog und Magog und ich sehe auch die, die ihr Leben niederlegen. Let me give you 3 principles if you are to overcome Gog and Magog today and not to be like those foolish converts, Lasst mich foolish euch virgins. 3 Konzepte geben, dass ihr wirklich die Schritte habt und nicht wie wirklich dumme Konvertiten oder dumme Umgekehrte seid, sondern dass ihr was in der Hand habt. Number 1, Nummer 1. hold on to the Torah. Halte fest an der Torah. The Torah is mitzvah, is giving, Die Torah ist Mitzvah, geben. is avodah. Das ist die Avodah, Liebe. If you run fast enough, Satan will not catch you. Wenn du schnell genug das tust, dann wird dich Satan nicht bekommen, in Avodah Arbeit. Number Tag. 2, Nummer 2. hold on to the remnant awakening of Israel, meaning align yourself with the Jewish people today. Halte fest und halte daran fest, den Überrest aus Israel heraufzuerwecken. Das heißt, bleib an der Seite, halte dich fest bei Israel, mit Israel, in There are Übereinstimmung. going to be 2 types of remnants in the world. Okay, are Da you wird, ready? da wird es 2 verschiedene Überreste geben in der Welt. A remnant that is holding on Ein Überrest, der festhält and becoming truly Israel, und der wahrhaftig Israel wird. and a remnant that will fall to the trap of the demonic forces of Satan himself. Und ein Nothing Überrest, in between. der fallen wird durch die dämonische Macht von Satan. Da gibt es nichts dazwischen. Alex, there is nothing in between. Da ist nichts dazwischen. Those who took upon themselves the image, Die sich eben das aneignen, willing to put the yellow star diesen gelben Stern anzubringen and walk into the ghetto. und ins Ghetto gehen. What? Israel is like a ghetto now. Israel ist wie ein Ghetto jetzt. We are being squandered from all corner, north, south. What is that Wir not a werden ghetto? allen Seiten umzingelt und eingesperrt. But they are willing to walk inside the ghetto. Aber sie sind bereit, innerhalb dieses Ghettos zu gehen. And to do a tikkun now for Ghetto Varsha. That's Und the ein, tikkun. und ein Tikkun zu tun für Ghetto Warschau. Working in the land of Israel is a tikkun for what's happened in the second part of Gog and Magog. What do you think? Und was denkt ihr? Hier in Israel zu wandeln ist eben der Tikkun für den zweiten Teil von Gog und Magog. Was glaubt ihr? Or for those who are far away? Oder für die, die weit weg sind? You have opportunity now with those bomb shelters to be part of this tikkun. Hey, Make it real. ihr habt die Möglichkeit, jetzt Teil dieser Tikkun zu werden durch diese Bunker. Adopt a child today. Hier, adoptier dein Kind heute. Become part of Israel. Make it real. Mach es echt. Setz es um. Werde Teil von Israel. Identify yourself as Jacob. Identifiziere dich mit Jakob.
and feel the distress that the Jewish people are going through right at this moment. und fühle die Bedrängnis, durch die Israel in diesem Moment geht. You see, God is awakening the remnant right now. And he says, in understanding of Psalm 2, which remnant you're going to be. Ja, Gott erweckt diesen Stress in den Nationen, um euch zu fragen, um uns zu fragen, welcher Überrest willst du sein? So here's what we learned from Psalm 2. Also hier ist das, was wir im Psalm 2 lernen. There are going to be 3 remnants. Das sind also 3 Überreste. The remnant of the wicked, Der Überrest der Bösen, the remnant of the converts who will fall away, der Überrest von den Bekehrten, die abfallen werden, and the remnant of the remnant who become Jacob. und der Überrest, der letztendlich Jakob wird. The question, who are you going to be? Und die Frage ist, wer wirst du sein? This is the opportunity. Das ist jetzt die Möglichkeit. Concluding slide. Let's read together. Okay. Letzter Vers, lasst uns zusammen lesen. So how will spiritual awakening will take place? Also, wie wird geistliche Erweckung nun stattfinden? Straight from the new book, page 48. Hier, Seite 48 vom Buch. The answer is not easy to digest. Die Antwort ist nicht leicht zu verdauen. It is through internal conflict. Sie entsteht durch innere Konflikte. We even see this conflict inside of Israel, that not all of Israel is Israel, as Paul says. Ja, wir sehen es auch in Israel. Nicht alles von Israel, diese internen Konflikte, nicht alles von Israel ist Israel. Over the last several years, Israel as a nation has not been able to find an internal peace as the country is split in the middle, in the very core foundation of what it means to live a Jewish life. Ja, in den letzten Jahren, Israel als Nation war nicht in der Lage, inneren Frieden zu finden, da das Land in der Kernfrage, was es bedeutet, ein jüdisches Leben zu führen, in der Mitte gespalten war. You see, the secret is Wisst ihr, was das Geheimnis ist? even Israel have to choose. Sogar Israel muss wählen. Will we be Israel? Die einen werden Or will we remain as lowly Jacob? Werden wir der einsame Jakob bleiben oder werden wir zu Israel kommen? We Werden. have to choose. Wir müssen auch wählen. I'm praying for everybody today. Und ich bete für jeden Einzelnen heute. And you can bring Alex in. Thank you, Alex. You can bring him to the transmission. Thank you, Alex, for excellent transmission. Ja, wunderbar. We pray for everybody today. Wir beten für alle heute. No matter where you're at right now. Egal, wo du bist, wo du stehst heute. If you're watching us Africa Network or German Network or all throughout the world. Oder in der Welt, Afrika-Netzwerk oder im deutschen Netzwerk. This is the word that the Holy Spirit to tell me to give you. Das ist das Wort, was der Heilige Geist mir sagt, was ich euch geben möchte. Do not be intimidated. Seid nicht intimidated. Yeah. Do not let the remnant of Satan, the army of Satan, Lasst nicht die Armee von Satan, diesen Überrest von Satan. I know especially those in Europe, what demonic forces are rising in Europe. Das sind dämonische Mächte in Europa am Aufstehen. And don't think it's better in United States. Und glaubt nicht, es ist besser in den Vereinigten Staaten. Fight. Kämpft. Paul says, I have fought the good fight. Paulus sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Fight for Jerusalem, for Zion, and fight with Jacob. Kämpft für Jakob, für Jerusalem. May Hashem make you like a pomegranate, full of mitzvot. Möge Hashem euch wie einen Granatapfel machen, voller Mitzvot. And may you will not be like those false converts. Und dass ihr nicht werdet wie diese falschen Bekehrten.
May you will not be like the Hebrew roots movement, dass ihr nicht werdet wie diese Hebrew Roots Movement, who just want to take die nur nehmen wollen, but not to invest. aber nicht geben wollen. We choose to be like Ruth. Wir wollen wie Ruth werden. We choose to grab to the tzitzit of the Jew and not to let go. Wir wollen den Zitzitz vom Juden greifen und nicht mehr loslassen. The army of darkness Die Armee der Dunkelheit. and those who try to harass you Und die euch verfolgen und hassen and manipulate you. und dich manipulieren, Maybe even to change your mind, like in Psalm 2:1. auch vielleicht dein Wow, look at all the forces against Israel. was, ihr seid hier mit Israel? Look at TikTok. Look at social media. Schaut TikTok an und soziale Medien. What is the Lord doing in Psalm 2? Was macht der Herr hier im Psalm 2? He laughed at them. Er lacht über sie. He laughed. Er spottet über And then sie. his laughter turned to rage. Und dann sein Spott oder sein Lachen geht über in Zorn. Choose your side Wähle deine Seite and fight the good fight. und kämpfe den guten Kampf. And you will surely overcome Gog and Magog. Und du wirst sicher Gog und Magog überwinden. I pray this upon you. Be Und courageous. das bete ich mit viel Mut über euch. Danke, toda, and Shavua Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shavuot Tov.